gut. Berti. Berti. Okay, ich kaufe mir neue Schuhe. Wer sich mit dem Thema Sicherheit beim Bergwandern befasst, wird einen Blick in die Unfallstatistik werfen und dort rasch auf die häufigste Unfallursache stoßen. Sowohl bei den Verletzten als auch bei Unfällen mit tödlichem Ausgang sind Sturz und Absturz die Nummer 1. Damit rückt die Trittsicherheit als die wichtigste motorische Fertigkeit in den Mittelpunkt, um die Unfallzahlen zu senken. 5 Minuten noch, dann machen wir Pause. Na. Trittsicherheit ist hauptsächlich eine Qualität unserer Motorik und Wahrnehmung. Aber auch unsere Schuhe spielen eine wichtige Rolle. Ein halbhoher Wanderschuh ist extrem leicht, hat aber keinen Knöchelschutz. Er bietet wenig Stabilität beim Queren von Schneefeldern oder auf steilen Grashängen. Auch Zustiegsschuhe sind halbhoch, besitzen aber eine höhere Verwindungssteifigkeit, da sie auch für das Klettern im schroffen Gelände beim Zustieg zu Klettertouren konstruiert sind. Der knöchelhohe Wanderschuh bietet mehr Stabilität und Schutz im Sprunggelenk und auch mehr Schutz vor Nässe. Welcher Schuhtyp der richtige ist, hängt letztlich vom Gelände und von persönlichen Vorlieben ab. Das Wichtigste in jedem Fall ist die perfekte Passform. Um sicher auf Bergwegen unterwegs zu sein, ist unsere Wahrnehmung entscheidend, insbesondere die Einschätzung des Geländes vor uns. Besteht Absturzgefahr, dann braucht es die Konzentration auf die nächsten Meter und eine bewusste Steuerung unserer Bewegungen. Auf flachen Wegpassagen rollen wir den Fuß von der Ferse über die Fußsohle zur Schuhspitze. Der Körperschwerpunkt ist über dem Mittelfuß. Schrittlänge und Höhe werden laufend angepasst. Achtung! Ein flacher Wegverlauf bedeutet aber nicht automatisch flaches Gelände. Es ist die Ausgesetztheit des Weges, die das Absturzrisiko definiert. Beim Gehen bergauf ist die Absturzgefahr infolge Ausrutschen oder Stolpern gering, da wir langsamer und dem Hang zugeneigt unterwegs sind. Das individuell richtige Tempo und kleine Schritte wie beim Treppensteigen sind hier die beste Strategie. Steil bergauf rollen wir den Fuß auch nicht mehr von der Ferse her ab, sondern setzen nur mehr den Vorder- und Mittelfuß flach auf. Der Körper ist leicht nach vorne gebeugt, der Körperschwerpunkt über der Schuhspitze. 2/3 der tödlichen Absturzunfälle beim Bergwandern passieren beim Abstieg. Die Gründe hierfür sind oft Müdigkeit, nachlassende Konzentration und zu hohes Tempo. Die Sicherheit beim Bergabgehen steigern wir, indem wir langsamer werden, den Oberkörper nach vorne beugen und somit den Körperschwerpunkt über die Schuhspitze verlagern. Den Fuß rollen wir über die Ferse ab, die Knie sind leicht gebeugt. Bergabgehen in Rückschlage ist ein häufig zu beobachtender Fehler. Wanderstöcke unterstützen unser Gleichgewicht und entlasten die Gelenke. Die diagonale Abfolge der Arm- und Beinbewegungen beim Bergaufgehen entspricht dem natürlichen Gehrhythmus. Beim Bergabgehen erfordert es eine abweichende Technik. Zuerst muss der Stock nach unten gesetzt und belastet werden. Erst anschließend erfolgt der Auftritt. Ein Maximum an Entlastung wird dann erreicht, wenn beide Stöcke auf diese Weise eingesetzt werden, da nun die Kraft beider Arme zur Verfügung steht. Auf das Verschlusssystem der Teleskopstöcke muss man sich 100%ig verlassen können. In seilversicherten Passagen nehmen wir beide Stöcke in eine Hand. Erfordert das Gelände den Einsatz beider Hände, müssen die Stöcke in den Rucksack. Gehen gehört zu unserer motorischen Grundausstattung. Allerdings bewegen wir uns heute fast ausschließlich
auf befestigten Untergrund. Sicheres Gehen auf Bergwegen ist daher keine Selbstverständlichkeit und erfordert Übung. Über Stock und Stein bereits im Kindesalter schafft die besten Voraussetzungen.